Jedes Kunstwerk, was je geschaffen wurde, wurde von Erfahrungen oder Ideen inspiriert, die der jeweilige Autor erlebt hat. Kunst wird von Menschen geschaffen. Menschen sind Produkte, die von ihrer Umgebung sozialisiert werden. Und dieses Buch ist keine Ausnahme. Wie wir vor einiger Zeit schon besprochen hatten, wurde dieses Buch geschrieben im Zeitalter der Aufklärung. Die Zeit in der Menschheitsgeschichte, wo Leute gemerkt haben, dass dieses neue coole Ding namens Wissenschaft eigentlich relativ interessant ist. Und dieses Buch wurde ohne Zweifel von Ideen und Ereignissen aus jener Zeit inspiriert. Unter anderem merkt man, dass Nathan fast schon auf eine gewisse Art und Weise diesen Zeitgeist verkörpert. Denn der Protagonist ist ein sehr rationaler Mann, der Entscheidungen basierend auf Logik und auf Erfahrungen fällt. Und er ist umgeben von sehr vielen religiösen Leuten, die ihre Entscheidungen viel eher basierend auf Glaube und Omen fällen. Man könnte meinen, dieses Buch ist ein Stück Geschichte, da es zeigt, wie Leute in der jeweiligen Zeit gedacht haben. Unter anderem zeigt es auch, wie alt religiöse Konflikte doch sind. Die Szene, auf die ich mich jetzt gerade beziehe, findet ungefähr in der Mitte des Buches statt. Es ist die Szene, in der Nathan mit dem Tempelritter redet, der zu Beginn der Geschichte seine Tochter aus einem brennenden Haus gerettet hatte. Nathan ist natürlich unglaublich dankbar, doch der Templer weigert sich, Nathans Freund zu werden, weil er selber natürlich Christ und Nathan ein Jude ist. Doch Nathan merkt, dass dieser Hass, den der Tempelritter auf ihn richtet, nicht direkt aus etwas hervorkommt, was er getan hat, sondern insgesamt auf die Juden. Der Tempelritter sieht den Wald, aber nicht die Bäume. Daraufhin fragt Nathan den Tempelherrn: Sind wir denn mehr Christ und Jude als Mensch? Das ist ein Satz, den man bei all dem Rassismus und all dem Stammesdenken in der heutigen Zeit noch immer sehr gut nutzen könnte. Aber dieses Buch wurde nicht in der heutigen Zeit geschrieben, sondern vor Hunderten von Jahren. Und es demonstriert sehr gut die Gedanken und Meinungen, die Leute in diesem Zeitalter gegenüber diesem Thema schon hatten. Und wie ähnlich diese doch zu unseren Gedanken und Meinungen heutzutage sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich denke, Nathan der Weise ist immer noch ein aktuelles Stück Literatur. Never be rude to an Arab, an Israeli or Saudi or Jew. Never be rude to an Arab.